Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir selbstgemachte Mayonnaise und Remoulade her. Und warum diese beiden Soßen sogar ganz besonders gesund sind, wenn man sie auf diese Weise herstellt wie jetzt im Video, das erkläre ich euch gleich. Gekaufte Mayonnaise aus dem Laden ist in keinster Weise zu empfehlen, da der Hauptbestandteil darin Transfette sind, also Speiseöl, welches per se ein sehr toxisches Öl ist. Denn es setzt sich an die Zellmembran und dadurch werden die Arterienwände zum Beispiel brüchig. Zuerst werden wir 2 Bio-Eier trennen. Wir verwenden nur das Eigelb. Dazu geben wir einen Teelöffel Biosenf und einen Esslöffel von meinem natürlichen Antibiotikum. Man könnte auch das Kurkuma-Oxymel dafür verwenden. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Die 3 Zutaten werden dann erstmal mit dem Schneebesen gründlich durchgemixt, bevor wir dann anfangen, natives Bio-Olivenöl sehr langsam und tröpfchenweise hinzuzugeben, während wir weiterhin diese Eimischung schlagen. Ich habe dann dafür den Pürierstab verwendet, damit ich mit der einen Hand pürieren konnte und mit der anderen Hand gleichzeitig das Olivenöl in kleinen Mengen hinzugeben konnte. Es ist eben wichtig, dass man das Olivenöl nur langsam hinzufügt, damit eben diese Eimischung nicht gerinnt. Das rohe Eigelb ist ein geniales Lebensmittel. Das rohe Eigelb ist dank seines hohen Nährstoffgehalts ein wahres Superfood. So ist es eine sehr hochwertige Eiweißquelle, weil es alle essentiellen Aminosäuren enthält. Ferner enthält es alle Vitamine, die man zum Leben benötigt, außer Vitamin C, als auch wichtige Mineralstoffe und Cholesterin. Man könnte hier jetzt noch einen Esslöffel griechischen Bio-Joghurt hinzufügen und die Gewürze Rosmarinsalz, Knoblauchpulver und Pfeffer. Wer die Mayonnaise schön fest haben möchte, kann den Joghurt weglassen. Ich möchte sie gerne etwas geschmeidiger haben, weshalb ich eben einen Esslöffel von dem Joghurt hinzugefügt hatte. Und damit ist unsere köstliche und überaus gesunde Mayonnaise auch schon fertig. Jetzt muss man sie nur noch in ein Glas abfüllen. Mit einem einzigen Ei pro Tag nimmt man genügend hochwertige Fettsäuren auf, um die Gehirnzellen anzukurbeln, Denkvermögen und Konzentration sowie Merkfähigkeit zu aktivieren. Das Lecithin und insbesondere sein Bestandteil Cholin stärken die Zellmembran und sind an der Informationsweiterleitung der Nervenzellen beteiligt. Dieser Inhaltsstoff verbessert die Abwehr und dient gleichzeitig der Aktivierung unserer Leber, denn es unterstützt den Entgiftungsprozess dieses Organs. Neben Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen enthält ein Eigelb noch einen weiteren Nährstoff, und zwar das Cholesterin. Und dieses Lipid ist grundsätzlich für den Körper unentbehrlich. Es ist zum Beispiel Baustein für die Körperzellen, Ausgangspunkt für die Bildung bestimmter Hormone und Grundstoff für Gallensäure, die der Körper für die Verdauung von Fetten benötigt. Auch wenn das Cholesterin in den Medien verteufelt wird, so ist dies eine Lüge. Schaut euch gerne nochmal mein Video zur Cholesterinlüge an. Aus der Mayonnaise könnte man natürlich jetzt auch Remoulade herstellen. Dazu gibt man einfach frisch gehackte Kräuter hinzu, in meinem Fall hier Minze, dann einige in ganz kleine Würfel geschnittene saure Gurken und ich habe dann noch 2 Bio-Knoblauchzehen da reingepresst. Das schmeckt nicht nur ganz besonders lecker, sondern ist auch noch sehr gesund, denn roher Knoblauch gilt zudem als natürliches Antibiotikum. Die Knolle zerstört Bakterien und enthält immunstärkende Antioxidantien. Aber natürlich könnte man die Zutaten für die Remoulade auch frei selber wählen. Der rohe Knoblauch allerdings sorgt auch dafür, dass das rohe Eigelb nicht so schnell verdirbt. Deshalb hält die selbstgemachte Mayonnaise in Form der Remoulade mindestens 2 Wochen hier in meinem Fall im Kühlschrank. Es empfiehlt sich grundsätzlich täglich mindestens 1 bis 2 rohe Eigelbe zu konsumieren, und zwar ohne das Eiweiß, weil dieses Avidin enthält, welches das Biotin im Eigelb bindet und dessen Absorption im Darm hemmt. Deshalb sollte das ganze Ei nur in gebratener Form konsumiert werden. Bio-natives Olivenöl extra ist natürlich auch ganz besonders gesund für uns, weil es neben den hochwertigen Fettsäuren auch zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend und antioxidativ wirken, beinhaltet. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.